Guten Tag, Frau Scheel. Sie haben das Museum Angewandte Kunst mit Ihren Studierenden öfter besucht und schauten sich illuminierte Handschriften an. Ich war dabei besonders von Ihrem Ansatz, sich über Empfindungen den mittelalterlichen Gebetsbüchern zu nähern, sehr beeindruckt. Was passiert im Spätmittelalter beim Beten mit einem Buch in der Hand? Meine erste Frage zielt darauf ab, dass wir heute in einer Zeit leben, die durch die Digitalisierung sowie durch soziale Medien verstärkt auf Intuition und Emotionalisierung setzt. Ist diese Tendenz mit der von Ihnen in Ihrem Buch geschilderten Affektsteuerung vergleichbar? Also ja, prinzipiell vor allen Dingen Emotionalisierung. Wir kennen das ja von heute, also ob es jetzt in den Social Media ist, 3 Fehler, die Sie beim Shopping nie machen dürfen, oder im Marketing auch wird einem ja nicht mehr das Luxusauto verkauft, sondern das Gefühl der Freiheit, wenn man dieses Auto fährt zum Beispiel. Und warum macht man das? Letztendlich kommen aus Gefühlen Beziehungen. Durch Gefühle, durch Emotionen werden Beziehungen aufgebaut. Und das wird natürlich im Marketing, in den Social Media und so weiter benutzt. Durch Gefühle können wir uns Dinge einverleiben und können uns dem nahe fühlen. Und in dem Sinne ist es schon sehr ähnlich zu der mittelalterlichen Affektsteuerung im Gebet. Denn dort geht es ja darum, die Beziehung vom Menschen zu Gott zu definieren und möglichst den Menschen Gott anzunähern. Und das passiert auch durch die Gefühle. Das heißt also, der Mensch nähert sich Gott durch die Gefühle an. Man muss sich das beim Beten im Mittelalter so ein bisschen anders vorstellen, als man das vielleicht, wenn man Beten heutzutage hört, sich vorstellen muss. Es ist nicht so ein spontanes Bittgebet, sondern es unterliegt schon Regelwerk, Ritualen, besondere Texte. Das ist also nicht ganz unkompliziert. Man kann fast sagen, Beten ist im Mittelalter so eine Kulturtechnik. Ja, und diese Kulturtechnik bedient sich der Emotionen. Und natürlich ist das ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Ich möchte ein klein bisschen ausholen, damit man das besser versteht. Wir fangen ganz vorne an beim Sündenfall, aber keine Sorge, es geht kurz. Letztendlich ist durch den Sündenfall im Paradies der Mensch Gott unähnlich geworden. Er ist sozusagen emotional und von seinem Wesen her nicht mehr das Abbild Gottes. Und das Bestreben des Menschen muss nach dem mittelalterlichen Glauben so sein, dass man sich ihm wieder annähert. Das passiert durch eine emotionale Annäherung und damit wieder eine Anähnlichung, um wieder das Abbild Gottes zu werden. Und wo passiert das? Im Gebet. Und das passiert stufenweise im Gebet. Deswegen spricht man auch in den Theorien im Mittelalter vom Gebet, von dem sogenannten Stufengebet. Und man geht sozusagen über die einzelnen emotionalen Gebetsstufen immer weiter hoch zu Gott, bis man wieder ihm ähnlich ist. Das klingt jetzt total kompliziert, so. Aber und es gibt natürlich auch sozusagen eine ganze Gesellschaftsschicht, die religiöse Profis sind, also Mönche, Nonnen, die sich da professionell mit beschäftigen, aber auch die Laien aus der Zeit, wo also Stundenbücher, Gebetbücher entstehen und benutzt werden, die kennen sich damit auch aus. Und für die sind diese Forderungen ganz klar, also dass auch im Gebet Emotion erregt werden muss. Und wenn wir Stundenbücher sehen, dann wissen wir auch, da werden Hilfsmittel zur Hand genommen, wo es nur geht. Wieder zu Ihrer Frage, wie also in den Social Media zum Beispiel visuelle Stimulanzen, wenn man möchte, also Bilder, Texte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch in einen Kirchenraum denkt, Weihrauch, also alle Sinne werden angesprochen, Musik und so weiter. Es werden also ganz viele Medien damit einbezogen. Wie medial war das Beten im Mittelalter? Sehr. Ja. Das Mittelalter war sehr medial. Allein im Bereich persönliche Frömmigkeit hat man also sehr viele Medien und diese Medien, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Stundenbücher, werden auch parallel genutzt, zum Beispiel während ich im Kirchenraum bin. Dort haben wir aber auch andere Bildwerke, Altarbilder, Andachtsbilder. Wir haben kleinere Bildwerke, die zum Beispiel in die Hand passen. Wir haben Schmuckstücke, Kreuzesanhänger zum Beispiel. Es gibt auch Gebetsnüsse, also ganz viele Medien der Frömmigkeit, die den Gläubigen umgeben und die ihm helfen, reinzukommen in dieses Stufenaufstiegsgebet. Wie das funktioniert, es wird einem
Vorbildmaterial gegeben. Ja, in den Texten einerseits, dass man die Heiligen und Jesus und so weiter als Vorbild bekommt und sich dann, das weiß man auch aus den Gebetsanleitungen, die es gibt aus der Zeit, in diese einfühlen soll. Also stell dir vor, du stehst mit Maria und Johannes unterm Kreuz, was fühlst du? Und wie kannst du das vereinbaren mit dem Mensch, der du jetzt bist? Ja, wie kannst du dir diese Gefühle zu eigen machen? Und durch diesen Prozess verändert sich der Mensch gefühlsmäßig auf Gott zu. Ja, er steigt sozusagen eine Stufe höher. Und das funktioniert sozusagen immer weiter und immer weiter. Ja, also der Mensch verändert sich, dann muss er sich sozusagen mit neuen Vorbildern oder mit neuen Texten, mit neuen Anreizen wieder sozusagen selbst überprüfen, steigt weiter auf und so weiter. Also es ist sozusagen so ein Stufenweg, eine Spirale nach oben. Und dazu nimmt man natürlich auch gemalte Vorbilder oder auch Texte, wenn man jetzt Gebet, also wenn man sagt, wie bete ich mit einem Buch in der Hand, auch diese Texte sind teilweise darauf ausgelegt, dass wir als betende Person da angesprochen werden. Manchmal fangen die also an mit zum Beispiel, Herr, öffne meine Lippen im Gebet. Ja, und während man das sagt, tut man es ja auch schon. Ja, also wenn man so möchte, steigert das Beten auch die Selbstaufmerksamkeit. Man kann auch ein bisschen überspitzt sagen, es ist so ein bisschen die Selbsttherapie des Mittelalters, ja, weil man dort immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird und sozusagen so ein bisschen Mental Health betreibt, um wieder zu Gott zu kommen, wenn man so möchte. Können Sie noch etwas zu den Ornamenten sagen? Also auf der einen Seite, ich glaube, das Wichtigste für das Mittelalter ist zu verstehen, dass sich nichts ausschließt. Also es kann ein Werk kann ein vollkommen frommes Werk sein, was der Andacht und der Frömmigkeit des Betenden dient. Es kann aber auch ein Luxusobjekt sein. Das heißt also, es ist überhaupt gar kein Widerspruch, wenn ich hier David als reuigen Sünder in diesem Beispiel dargestellt habe und ich mache mir über meine eigenen Sünden und Sündhaftigkeiten in Bezug zu dieser Figur und zu Gott Gedanken. Und auf der anderen Seite ist es total dekorativ. Es ist kostbar, es sind kostbare Materialien mit Gold und so weiter. Und natürlich erhöht das einmal die Kostbarkeit dieses Buches. Es steigert auch, wenn man möchte, die Bedeutung. Es ist hier was Kostbares, es ist nichts Alltägliches, ja, was hier dargestellt wird, was hier durch diese Ornamente gerahmt wird. Aber wenn ich das natürlich beim Kirchgang im Gebet zum Beispiel öffne und der Nachbar das sieht oder wenn man das vielleicht auch in einem privaten Kontext anderen Peers zeigt, ist das natürlich auch was Schönes, ja, durch das man auch Sozialrepräsentation erreichen kann. Wie lässt sich dies an LM19 und LM56 verdeutlichen? Also wir haben hier einmal ein Stundenbuch um 1400 aus Frankreich und wir haben hier, ich schlage das gleich mal ein Spürchen weiter auf, ein Stundenbuch um 1520, Schule von Simon Bening, also Niederlande. Und hier sind zweimal dargestellt der Anfang der Bußpsalme mit dem Motiv des reuigen König Davids. König David hatte ja so ein bisschen, hat ja die Sünde des Ehebruchs begangen und auch des Mordes, wenn man so will. Er hat ja, Stichwort Bathseba, ihren Ehemann in den Krieg geschickt, an die Front und er ist dann gestorben. So, also er hat ganz schön Sünde auf sich geladen und es gibt also diese Darstellung des betenden Sünders, der vor Gott in diesem Moment also bittet. Und hier kann man das auch gut lesen. Domine ne in furore tuo arguas me, also Herr, strafe mich nicht mit deinem Zorn. Und das ist auch wieder etwas, was man in der Ich-Form als lesender, betender Sünder auch liest. Gleichzeitig sieht man diese kniende Figur, die diese Worte spricht. Und wir haben sozusagen eine genaue Spiegelung dessen, was gerade passiert mit einem selber. Ja, das heißt, man versetzt sich hier in diesen König rein und hat dann sozusagen aus diesem Moment, aus Furcht, ich habe gesündigt und aus Hoffnung, aber selbst David hat gesündigt, aber auch ihm wurde vergeben, dass wir sozusagen hier wie eine Bewegung haben. Ne? Emotion ist ja auch immer Bewegung. Man sagt ja, man hat ein bewegtes Herz. Und diese Emotionen als Beweger führen dann zu diesem Stufenweg hoch. Und wenn wir das hier sehen, wir haben hier
was ganz Klassisches. Also wir sind hier 120 Jahre auseinander. Wir sehen es im Stil natürlich. Hier haben wir noch also so einen ganz klassischen Karo-Hintergrund, sehr ornamental alles und hier eine wunderschöne Landschaft. Dennoch aber König David und was wir hier haben, ist eine ganz klassische Rückenfigur und das ist ja der Klassiker zur Einbindung des Betrachters. Also hier wird man noch mal stärker aufgefordert, mitzukommen. Und das Spannende ist, was man hier auf der Gegenseite sieht, ist quasi die Konsequenz, wenn das nicht klappt. Also Fegefeuer- oder Höllendarstellung. Und das hat man sehr, sehr gerne bei den Bußpsalmen. Die Bußpsalmen sind eine Psalmengruppe, losgelöst aus dem Psalm. Und diese werden einerseits zum Sündenbekenntnis genommen, aber was auch spannend ist, im Totenvigil. Das heißt also um den ganzen Beerdigungsritus drumherum. Und hier hat man sozusagen nochmal ein Incentive für den sündigen Betrachter zu sagen, okay, ich bete sozusagen noch mit mehr Emotionen, weil das sind die Konsequenzen, wenn es nicht funktioniert. Und ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass diese Worte auch bei meiner Beerdigung gesprochen werden. Ja, und man kann also sozusagen sehen, hier werden alle Register gezogen, um den Betenden in seiner Emotionalität bewusster zu machen, um zu sagen, stell dir vor, das wird auch bei deiner Beerdigung und bei der Totenvigil gesprochen. Und so kannst du dich jetzt auch schon sozusagen mit der Emotion der Furcht üben. Ja, es geht immer um ein Einüben von Emotionen und dich dadurch positiv verändern. So letztendlich ist Beten ein systematisches Einüben von Emotionen, ein Eintrainieren und ein Eintrainieren, sich selbst zu verändern und sich immer zu verbessern. Und dazu sind eigentlich die Stundenbücher die perfekten Medien, die verschiedene, also Texte, Bilder mit verschiedenen Identifikationspunkten vereinen. Vielen Dank für das Gespräch.